Die Bank Norwegian Visa und die TF Bank Mastercard Gold gehören zu den beliebtesten kostenlosen Kreditkarten in Deutschland und unterscheiden sich auf den ersten Blick praktisch nicht. Keine Jahresgebühr, weltweit kostenlose Nutzung und gratis Reiseversicherungen. Es gibt aber Unterschiede zwischen den Karten, die entscheidend dafür sind, welche der beiden die bessere für dich ist. In diesem Video stelle ich die beiden im Vergleich gegenüber. Ich zeige dir die Vorteile, die Nachteile und die wichtigen Unterschiede. Am Ende sage ich dir ganz konkret, welche Kreditkarte sich mehr lohnt und für wen. Die Links zu beiden Karten findest du, wie immer, unter dem Video. Wichtig ist erstmal, beide Karten sind echte Kreditkarten. Sowohl die TF Bank Mastercard Gold als auch die Bank Norwegian Visa sind sogenannte Revolving-Kreditkarten. Das bedeutet, du bekommst einen festen Kreditrahmen, den du einen Monat lang nutzen kannst. Am Ende des Monats erhältst du eine Abrechnung aller Abhebungen und Kartenzahlungen. Für die Rückzahlungen des genutzten Saldos hast du die Wahl, ob du den Betrag jeden Monat komplett zurückzahlst oder in Teilraten. Ein großer Pluspunkt bei beiden Karten: es gibt keine Jahresgebühr. Egal ob TF Bank oder Bank Norwegian. Du zahlst weder monatlich noch jährlich für die Karte. Es gibt auch keine Bedingungen wie einen Mindestumsatz oder ähnliches, die du dafür erfüllen musst. Bei der Akzeptanz gibt es kaum einen Unterschied. Beide Karten funktionieren weltweit an Geldautomaten und im Handel. Sie werden auch bei Hotels und Autovermietungen problemlos akzeptiert, weil es echte Kreditkarten sind. Bei der Zahl der Akzeptanzstellen liegt Visa mit insgesamt 130 Millionen vor der Mastercard mit etwas über 100 Millionen. Damit ist die Bank Norwegian Visa etwas breiter akzeptiert als die TF Bank Mastercard. Spannend wird es beim Thema Geldabheben. Mit der TF Bank Mastercard fallen keine Abhebe-, Fremdwährungs- oder Auslandseinsatzgebühren an. Aber ab dem Moment der Abhebung werden Zinsen berechnet, und zwar bis zur Rückzahlung. Bei der Bank Norwegian Kreditkarte sind Bargeldabhebungen an Geldautomaten weltweit komplett kostenlos. Keine Gebühren und auch keine sofortigen Zinsen. Für alle Karten gilt aber, dass Automatenbetreiber im Ausland eigene Gebühren berechnen können, auf die dein Kreditkartenanbieter keinen Einfluss hat. Bei Kartenzahlungen sind beide Karten wieder gleich. Egal ob online oder im Ausland, Kartenzahlungen sind mit beiden Karten weltweit gebührenfrei. Es gibt keine Fremdwährungs- und keine Auslandseinsatzgebühren. Jetzt zum Thema Zinsen. Bei der TF Bank fallen 24,79% Zinsen an, wenn du deine Abrechnung nicht vollständig, sondern in Teilraten zurückzahlst. Außerdem werden bei der TF Bank immer Zinsen auf Bargeldabhebungen berechnet, selbst dann, wenn du die Abrechnung am Monatsende komplett ausgleichst. Zinsfrei bleiben bei der TF Bank also nur Kartenzahlungen, wenn du den Betrag vollständig zurückzahlst. Bei der Bank Norwegian liegt der effektive Jahreszins bei 24,4%, die nur dann relevant sind, wenn du die Teilrückzahlung nutzt. Das zinsfreie Zahlungsziel ist bei beiden Karten ähnlich. Wenn du deine Kartenzahlungen vollständig ausgleichst, hast du bei der TF Bank Karte bis zu 7 Wochen und bei der Bank Norwegian Karte bis zu 6 Wochen Zeit, ohne Zinsen zu zahlen. Der Kreditrahmen wird bei beiden Anbietern individuell nach Bonität festgelegt. Wenn du die Karte sauber nutzt und pünktlich zurückzahlst, kann dein Kreditlimit automatisch erhöht werden. Natürlich kannst du bei beiden Karten auch selbst eine Erhöhung beantragen. Partnerkarten können praktisch sein, wenn du deinen Kreditrahmen mit Familienmitgliedern teilen möchtest. Aktuell bieten sie beide Anbieter nicht an. Beim mobilen Bezahlen sind beide Karten gut aufgestellt. Mit der TF Bank kannst du Apple Pay und Google Pay nutzen. Die Bank Norwegian geht noch einen Schritt weiter. Hier ist neben Apple Pay und Google Pay zusätzlich auch Garmin Pay möglich. Kommen wir zum wichtigsten Punkt für viele: den Reiseversicherungen. Beide Karten bieten ein kostenloses Reiseversicherungspaket, obwohl es keine Jahresgebühr gibt. Bei der TF Bank Mastercard Gold sind eine Auslandsreisekrankenversicherung, eine Reiserücktritt und Reiseabbruch, eine Reisegepäck- sowie Flug- und Gepäckverspätungsversicherung, eine Auslandsprivathaftpflicht und eine Reiseunfallversicherung enthalten. Der Versicherungsschutz gilt, wenn du mindestens 50% der Reise mit der Karte bezahlt hast. Versichert bist du selbst und bis zu 3 weitere Mitreisende, auch wenn es keine Familienmitglieder sind. Reisen sind bis zu 90 Tage abgesichert. Die Selbstbeteiligung liegt meist bei 100 Euro. Für den Schutz gilt ein Höchstalter von 75 Jahren. Bei der Bank Norwegian Kreditkarte sind eine Auslandsreisekrankenversicherung, eine Reiserücktritt und Reiseabbruch, eine Reisegepäck- sowie eine Flug- und Gepäckverspätungsversicherung enthalten. Hier gilt der Versicherungsschutz ebenfalls ab 50% Kartenzahlung, allerdings nur für Familienmitglieder und Kinder bis maximal 21 Jahre. Die Selbstbeteiligung ist mit 185 Euro deutlich höher und die Reisedauer ist mit 60 Tagen kürzer abgesichert. Bei der Bank Norwegian gilt für Reiserücktritt, Krankheit und Rücktransport ein Höchstalter von 65 Jahren. Rabatte und Cashback können auch ein wichtiges Kriterium sein. Als Inhaber der TF Bank Mastercard Gold bekommst du durch die TF Bank Vorteilswelt 5% Cashback bei mietwagen.de, 5% bei urlaubsplus.de und 4% bei Buchungen über booking.com.
Dazu gibt es wechselnde Aktionen mit Gutscheinen und Guthaben für verschiedene Partner wie Zalando, Free2Move, HelloFresh und mehr. Die Bank Norwegian bietet derzeit keine Rabatte oder Cashbacks. Ein automatischer Lastschrifteinzug ist praktisch, denn so verpasst du keine Zahlungsfrist für die Rückzahlung des genutzten Saldos. Die TF Bank bietet diese Möglichkeit nicht. Hier musst du den Betrag nach Erhalt der Abrechnung selbst überweisen. Bei der Bank Norwegian kannst du den automatischen Lastschrifteinzug einrichten. So wird 14 Tage nach der Abrechnung der ausstehende Betrag einfach abgebucht. Wenn du eine längere Reise oder eine größere Ausgabe planst, kann eine Guthabenaufladung praktisch sein, um den Verfügungsrahmen zu erhöhen. Beide Karten kannst du vorübergehend mit Geld aufladen. Bleibt die Frage: TF Bank Mastercard Gold oder Bank Norwegian Visa? Welche Kreditkarte ist besser? Auf den ersten Blick sind sich beide Karten sehr ähnlich. Keine Jahresgebühr, weltweit kostenlos einsetzbar und ein Reiseversicherungspaket inklusive. Schaut man aber genauer hin, sind die Unterschiede ziemlich groß. Die Bank Norwegian Visa ist die bessere Karte für dich, wenn kostenlose Bargeldabhebungen und ein bequemer Lastschrifteinzug wichtig sind. Sie ist für den Alltag der perfekte Allrounder. Set and forget. Die TF Bank hingegen bietet wirklich spannende Extras. Sie hat das bessere Reiseversicherungspaket mit deutlich geringeren Selbstbeteiligungen, einem höheren Höchstalter und der Absicherung von Mitreisenden, die nicht Familienmitglieder sein müssen. Vor allem im Reisebereich bietet sie außerdem attraktive Rabatte für Mietwagen und Reisebuchungen bei mietwagen.de, urlaubsplus.de und booking.com. Im besten Fall hast du beide Karten. So kannst du im Alltag und im Urlaub von den Vorteilen der Bank Norwegian Visa, also den kostenlosen Bargeldabhebungen und den bequemen Lastschriften profitieren und zusätzlich für Urlaubsreisen mit der Mastercard der TF Bank die Rabatte und das bessere Reiseversicherungspaket bekommen. Außerdem genießt du mit dem Mix aus Visa und Mastercard die größtmögliche Akzeptanz und hast immer ein Backup, sollte eine der beiden Karten einmal gesperrt werden oder verloren gehen. Beide Karten verlinke ich dir unter dem Video. Schreib mir doch mal in die Kommentare, welche der beiden Karten du besser findest und warum. Deine Meinung interessiert mich und bestimmt auch andere Zuschauer sehr. Und auch wenn du Fragen hast, lass sie gern da. Ich beantworte sie gern. Und wenn dir das Video geholfen hat, freue ich mich natürlich auch sehr über ein Like oder ein Abo von dir. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.